Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, alles in einem, das ist der Amazon-Bestseller ab 75 €. In diesem Video, da geht es um den Canon PIXMA TS3450 und dessen Partnermodelle. Was kann er? Lohnt es sich, einen günstigen Drucker zu kaufen, der auch Qualität verspricht? Wie kann man ihn installieren und taugt die mitgelieferte App etwas? Alles das erfährst du jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen. Als erstes schauen wir uns den Lieferumfang an. Der Karton ist relativ groß, aber auch kompakt gestaltet, um den Drucker sicher zu verstauen. In der Verpackung enthalten sind der Drucker, das Netzkabel, die Druckertinte in Schwarz und natürlich auch in Farbe und die nötigen Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen und auch auf Deutsch. Vorab die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick. Mit diesem Tintenstrahldrucker kannst du drucken, kopieren und scannen. Natürlich geht das dank App auch völlig kabellos über dein WLAN. Die Druckauflösung beträgt bis zu 4200 x 1200 dpi und unterstützt werden Normalpapier A4, A5, B5, Letter und Legal sowie Fotopapier 13 x 18, 10 x 15 und 13 x 13 cm. Es besteht die Möglichkeit von beidseitigem Druckduplex, der manuell wählbar ist. Die Druckgeschwindigkeiten in Schwarz-Weiß liegen bei ca. 7 Seiten pro Minute, in Farbe sind es 4 Seiten pro Minute und beim Foto randlos 10 x 15 cm bei ca. 65 Sekunden. Weiterhin besitzt der Canon eine Scanauflösung optisch von 600 x 1200 dpi und ein Gesamtgewicht von ca. 4 Kilogramm. Alle weiteren Infos zu diesem Produkt und den Link findet ihr nochmal hier direkt in meiner Videobeschreibung. Dann heißt es auspacken und überprüfen, ob alles mitgeliefert wurde, was man benötigt. Als erstes Folien vom Gerät entfernen, dann das Netzkabel anschließen und die Druckertinte einsetzen. Hierbei ist zu beachten, dass vorher die Folie an der Tinte komplett entfernt werden muss. Dann die Tinte an den markierten Flächen einsetzen und mit einem kleinen Plastikhebel nach oben hin sichern. Papier einlegen und dann kann das Gerät eingeschaltet werden. An der Oberfläche sind die Bedienelemente verbaut. Hier befinden sich der Netzschalter, die Aktivierung der Wireless-Funktion, der Einstellknopf sowie die Hinweisleuchten und das kleine Funktionsdisplay. Weiterhin sehen wir noch die Funktionstasten für Stopp, Schwarz-Weiß sowie Farbkopieren. Viele Anschlüsse dürfen die Nutzer bei günstigen Multifunktionsgeräten nicht erwarten. Der Canon PIXMA bringt nur 2 Buchsen mit. Die eine ist für Strom und die andere für USB. Dazu kommt noch, heutzutage selbstverständlich, das WLAN. So lässt sich der Drucker auch etwas abseits vom Schreibtisch aufstellen, dann stört das deutlich hörbare Druckgeräusch nicht. Ein Tribut an den günstigen Preis, der PIXMA TS3450, der hat nur eine Papierzuführung und einen offenen Papierschacht auf der Rückseite, der nur etwa 60 Blatt Normalpapier fasst, und wer viel auf einmal druckt, der muss dann manchmal während des Druckens nachlegen. Häufigster Einsatz eines Multifunktionsgeräts ist natürlich das Drucken. Hier lieferte der Canon PIXMA eine gute Leistung ab. Foto- und Textdruck, die konnten sich sehen lassen, nur beim Farbgrafikdruck auf normalem Büropapier war die Farbtreue eher mäßig. Der Scanner machte ebenfalls eine gute Figur, nur für sehr kleine Vorlagen wie Filmnegative oder Dias ist die Scanauflösung mit 484 dpi nicht ganz hoch genug. Das Tempo beim Drucken ist ziemlich zügig und sogar schneller als beim größeren Schwestermodell Canon PIXMA TS5350. Beim Kauf ist der Canon PIXMA mit aktuell 70 € echt günstig, aber auch die langfristigen Druckkosten, die können sich sehen lassen, wenn die größeren XL-Patronen zum Einsatz kommen. Die kosten bei doppelter Tintenmenge nur rund 1/3 mehr. Der PIXMA, der schafft mit einer vollen XL-Schwarzpatrone ca. 788 Seiten. Umgerechnet ist das ein Preis von ca. 3,24 Cent pro A4-Seite und das ist ziemlich gut für einen günstigen Drucker. Beim Farbdruck sind die Tintenkosten ebenfalls niedrig. 19 Cent kostet hier ein Foto im Standardformat mit 10 x 15 cm. Die XL-Farbpatrone, die reicht hier für 131 Bilder. Eine Farbgrafikseite kostet dann gut 8 Cent. Reichweite ca. 300 Seiten mit einer XL-Patrone und der Stromverbrauch im Standby ist bei 3,2 Watt okay. Das kostet übers Jahr gesehen ca. 8 €.
Der Canon PIXMA TS3450 druckt praktisch genauso schnell und günstig wie der teurere PIXMA TS5350. Abstriche muss der Käufer bei der Ausstattung machen, denn der TS3450 hat beispielsweise nur ein kleines Papierfach und kein großes Menüdisplay. Das erschwert die Bedienung etwa beim Kopieren, aber dafür kann man alles, was man drucken und kopieren oder scannen möchte, natürlich noch über die App erledigen. Als erstes im App Store oder Google Store runterladen und dann auf dem Smartphone oder Computer installieren. Im zweiten Schritt muss man dann den Drucker mit dem Telefon verbinden. Hierfür sollte man der Anleitung in der Bedienung folgen. Als erstes im Home-WLAN registrieren und dann mit dem Smartphone verbinden. Und wie man sieht, kann man hier viele Möglichkeiten der kreativen Gestaltung ausschöpfen. Das war's schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und wünsche euch alles Gute. Sehr gern bis zum nächsten Video. Damit sage ich Tschüss, bye bye und Winke, Winke.